Moinsen, liebe Ali- und Tackle-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video und Unboxing der Lingwo A007. Ist eine Round Profile Rolle aus Metall, Aluminium, Magnesium, allerdings im Druckgussverfahren. Wie immer kurz die Specs. Wir haben eine 7.6:1 Übersetzung, kriegen 0,8 PE, 100 Meter auf die Spule und 4 Kilogramm Bremskraft. Die Rolle selbst soll 154 Gramm wiegen und hat 8+1 Kugellager. Packen wir das gute Stück aus. Verpackung finde ich schon mal ganz cool hier. Mit so einem Magnetverschluss. Wheelcover dabei. Und dann die Rolle. Gibt es in Schwarz, in Silber und in Silber mit Purple Akzenten. Gucken noch mal kurz beim Zubehör rein. Ja, nur eine Explosionszeichnung dabei. Und natürlich das Wheelcover. Da ist das gute Stück. Ja, wie schon erwähnt, Druckgussverfahren ist eine Metallrolle, aber halt nicht CNC gefräst, wie die Longzhi oder die DK-Rollen. Vom Touch her fühlt sie sich aber erstmal ganz wertig an. Checken wir zuerst die Knobs. Und der hat etwas Spiel. Dreht sich jetzt auch nicht so gut. Der zweite etwas weniger Spiel. Und der dreht sich auch nicht. Fühlen sich ehrlich gesagt auch die Knobs nicht schön an. Das ist Kunststoff. Passt nicht wirklich zur Rolle. Die werde ich auf jeden Fall durchtauschen. Ansonsten Aluminium-Händel. Aluminium Star Drag. Der klickt natürlich. Drag Sound. Hört sich ganz vernünftig an. Spool Tension Cap, auch aus Aluminium. Die klickt nicht. Ne, klickt nicht. Thumb-Bar, Kunststoff. Fühlt sich nicht so schön an. Hat jetzt kein Spiel, also ist auf beiden Seiten geführt. Aber ja, Kunststoff mindert etwas das Feeling, die Haptik. Ansonsten alles, was man hier sieht, wirklich aus Metall. Line Guide und Wurmschaftgetriebe hat relativ viel Spiel. Gucken wir uns noch die Sideplate an. Magnetbremse lässt sich stufenlos verstellen von 1 bis 5. Lauf der Rolle ist smooth, aber nicht ganz so smooth wie eine DK100 oder auch eine Longzhi. Eventuell, ich weiß gar nicht, ob Hybridlager verbaut sind. Fühlt sich so ein bisschen an, als wenn da Hybridlager drin wären. Gucken wir uns die Spule mal an. Bremssystem. Magneten sind gefedert. 4 und 4. Spule. Haben wir eine 30er Spule. Und das Spulengewicht liegt bei 5,12 Gramm. Gut, dann wiegen wir die Rolle nochmal im Ganzen.
154 Gramm. Ja, 157. 3 Gramm drüber. Ja, von der Größe her holen wir uns gleich nochmal die Longzhi B51 als Vergleich dazu. Würde ich fast sagen, die gleiche Größe. Aber ich würde erstmal Schnur jetzt auf die Rolle machen, dann können wir uns die Schnurwicklung noch angucken und ziehen dann auch nochmal einen Vergleich mit der B51. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. So, Schnur ist drauf, das sieht auch vernünftig aus, sehr gut, ist gleichmäßig verteilt. Wir haben keine Beulen links und rechts anliegend. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch das Spiel aus den Knobs rausgeholt. Die drehen jetzt auch ein bisschen freier, ich habe sie durch Kugellager ersetzt, waren Plastikbascher drin. Und auch auf dieser Seite drehen sie definitiv besser und haben auch kein Spiel mehr. Machen wir den Größenvergleich zur B51 von Longzhi. Da seht ihr, dass die Größe fast identisch ist. Hier die Sideplate ein bisschen größer. Aber ansonsten tut sich da von der Größe nicht viel. Also ist definitiv eine Rolle für den UL- und L-Bereich. Wem die Rolle hier zu klein ist, mittlerweile gibt es 2 DC-Modelle. Einmal in dieser Größe, die A007 DC, und dann gibt es auch noch eine 100er Größe in DC. Ich verlinke euch die beide oder alle 3 Rollen unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal reingucken. Man merkt aber natürlich direkt den Gewichtsunterschied. Hier mit dem Druckguss und hier CNC gefräst. Wir können das nochmal kurz wiegen. Die Longzhi müsste irgendwo bei 130 Gramm, 131 und die A007 bei 160, 30 Gramm. Bei so einer Rollengröße ist schon ordentlich. Das fühlt man auch direkt. In Sachen restlicher Haptik fühlt man natürlich auch einen Unterschied zu der Longzhi. Kurbelgefühl ist okay, aber Metallgussrahmen fühlt sich einfach nicht so cool an wie eine CNC gefräste, und ja, die 30 Gramm machen auch nochmal extrem viel aus. In Summe muss man aber sagen, bis hierhin doch eine coole Rolle, zumal sie auch für 80 Euro, also ja 40, 50 Euro günstiger zu haben ist als die Longzhi. Wer dann Kompromiss eingehen möchte und nicht ganz so viel für eine Rolle ausgeben will, ist, denke ich, hiermit auch gut bedient. Gut, so viel zur Rolle. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt sie unten in den Kommentar. Ansonsten dicke Fische, tight lines. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.